SpaceX Starship-Test. SpaceX plant den dritten Testflug der Starship-Rakete im Februar. Etwa 10 Starship-Tankerflüge für Artemis 3. NASA verzögert Artemis 2 und Artemis 3 Missionen aufgrund technischer Probleme. Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen die Luftschleuse der Mondraumstation Gateway. ULA Vulcan Erstflug wird zum Bilderbuchstart. Peregrine Lander leider nicht am Mond. Neue Entwicklungen bei der New Glenn-Rakete. OSIRIS-REx Behälter endlich geöffnet. Japanische Mars-Mission mit deutscher Beteiligung verschiebt sich. Starlink gelingt Kommunikation mit herkömmlichen Smartphones und chinesisches Startup mit erfolgreichem Erststart von See. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wie diese Woche in einer NASA-Pressekonferenz zu erfahren war, plant SpaceX mit dem dritten voll integrierten Testflug der Starship-Rakete im Februar. Auf das Artemis Media Briefing am 9. Januar und die vielen neuen Daten daraus, da gehen wir gleich ein. Hier erstmal das für das Starship Relevante daraus. Als Schlüsselfaktor, damit dieser Flug im Februar stattfinden kann, sieht SpaceX eine aktualisierte Startlizenz der Federal Aviation Administration, kurz FAA. Die Hardware sollte nach aktuellem Fortschritt Ende Januar startbereit sein. SpaceX hat Ende Dezember statische Feuertests sowohl des Super Heavy Boosters als auch 2 Tests der Starship Oberstufe für diesen Test oder für diesen Start durchgeführt. Der statische Test des Boosters war laut SpaceX der erste mit 31 Raptoren und auch länger als vorherige statische Tests. Bei dem zweiten Test im November, also dem zweiten Flugtest, schien der Starship Super Heavy Booster gut zu funktionieren, explodierte dann jedoch kurz nach der Trennung der Stufe. Das ist zwar nicht relevant für das Erreichen eines Orbits, aber entscheidend für die vollständige schnelle Wiederverwendung, wie sie ja von SpaceX geplant ist. Ich würde meinen, SpaceX kann die Wiederverwendung der Booster deutlich schneller realisieren als bei der Starship Oberstufe. Auch die Oberstufe, die funktionierte noch nicht vollständig auf diesem zweiten Flug. Kurz vor Erreichen des Brennschlusses für die geplante Umlaufbahn explodierte das Raumschiff. Was genau auf dem Flug passiert ist, wurde während der NASA-Pressekonferenz immer noch nicht veröffentlicht. SpaceX sei aber dabei, gelernte Lektionen aus diesem zweiten Flug für den dritten Flug umzusetzen. Das Abschließen dieser Maßnahmen ist unter anderem eine der Bedingungen für den Erhalt einer aktualisierten Startlizenz durch die FAA. Wie üblich bei SpaceX gibt es eine ganze Reihe an Testzielen für diesen dritten Flug, die nicht unbedingt absolviert werden müssen. Sollten die primären Ziele wie das Erreichen der geplanten Flugbahn realisiert werden, würde SpaceX auch einen Treibstofftransfer testen. Bei diesem Test sollen dann kryogene Treibstoffe oder besser der kryogene Treibstoff Methan aus einem Header-Tank innerhalb von Starship in den Haupttank übertragen werden. Dieser Test soll ein Vorläufer zu späteren Tests des Transfers von Treibstoff von einem Starship zu einem anderen im Orbit werden. Und da sind wir beim großen Elefanten im Raum, das Wiederbetanken von Starship im Orbit. Das ist eine Kernfähigkeit von Starship bzw. eine Kernnotwendigkeit. Die Architektur der Starship-Rakete alleine ist auf Payload to LEO optimiert, also möglichst schnell, möglichst günstig Nutzlast in den niedrigen Erdorbit zu befördern. Für höher energetische Orbits oder sogar Flüge zum Mond und Mars und darüber hinaus ist die Starship-Rakete eigentlich so ungeeignet. Zumindest als einzelne Rakete eben. Wenn ein Starship aber im niedrigen Erdorbit voll aufgetankt wird, dann sieht die Sache ganz anders aus, da werden die Möglichkeiten nämlich gewaltig. SpaceX plant ein Treibstoffdepot in einer niedrigen Erdumlaufbahn, das dann von einer ganzen Reihe von Starship-Tanker-Starts aufgefüllt werden müsste. Auf die Frage, wie viele Starship-Starts denn notwendig wären, um das HLS für Artemis 3 zum Mond zu bringen, druckste Jessica Jensen, Vizepräsidentin für Kundenbetrieb und Integration bei SpaceX, zunächst etwas herum, als NASA-Generaldirektor Bill Nelson dann recht forsch nachhakte. Wie viele denn nun? Sagte Jensen, ja, so frei übersetzt 10-isch, also um die 10 Flüge. Das mag erst einmal überraschen, besonders wenn es ja um die größte Rakete geht, die je gebaut wurde. Ja, und die da in kurzer Zeit dann 10-mal starten soll, um ein einzelnes HLS zum Mond zu bringen. Allerdings für alle, die das Programm schon ein bisschen länger verfolgen, dann nicht wirklich überraschend. Starship-to-Starship Treibstofftransfertests, die sollen dann Ende 2024 begonnen werden und dann Anfang 2025 beendet werden. Treibstoffdepots im Orbit und kryogener Treibstofftransfer im Weltraum, alles so noch nicht gemacht und dementsprechend von vielen Experten eher kritisch gesehen. Die absolute Anzahl an notwendigen Flügen, die dafür notwendig wären für diese Tests, die wollte SpaceX nicht bekannt geben. Man teste eben, bis man Erfolg habe. SpaceX sei laut Jensen zuversichtlich, dass man das zeitnah hinbekommt, wenn man mal im Orbit ist und man das Hauptproblem auf Detailprobleme herunterbreche. Dann habe SpaceX nämlich festgestellt, dass man viele der Fähigkeiten und Probleme schon im operativen SpaceX-Betrieb mit Dragon, Falcon und ISS gelöst habe. Wir bleiben auch deshalb gespannt, weil sich die Raumfahrt für immer verändern wird, wenn es in großem Maßstab Treibstoffvorräte im niedrigen Erdorbit geben würde. Aber das wäre ein Thema für ein ganzes Video.
In der Starbase gibt's natürlich geschäftiges Treiben wie jede Woche. Ich bin ja davon abgekommen, über jede Schraube zu berichten, die sich da ändert. So viele coole Sachen passieren ja gerade in der Raumfahrt. Trotzdem in der Starbase vielleicht am bemerkenswertesten diese Woche ein Cryo-Test von Booster 12 in der neuen Massey's Testanlage, die ja die Startanlage entlasten soll. Ja, und ein wildes Hin und Her der Starship-Prototypen 30, 31 und 32. Am Startplatz gab's Abrissarbeiten. Die alten vertikalen Tanks, die noch mit alter Starship-Produktionsmethode gebaut wurden, die sollen ja durch eingekaufte horizontale Hotdog-Tanks ersetzt werden. Nun hat man Hand an die alten Tanks angelegt, die ersichtlich unter dem Testbetrieb 2023, genauer Raketenabgas mit und ohne Steine, gelitten hatten. Starlink, ich hatte darüber berichtet, die Technik der neuen Starlink-Satelliten, die auch direkt mit handelsüblichen Smartphones kommunizieren können soll, die wurde jetzt erfolgreich getestet. Indirekte SpaceX-News. Es gab ja diese Woche einige Medienberichte über Drogenprobleme des Tesla- und SpaceX-Chefs Elon Musk. Elon Musk hat jetzt auf X mitgeteilt, dass er und sämtliche SpaceX-Mitarbeiter seit Jahren unangemeldete stichprobenartige Drogentests bestanden hätten. Die NASA hatte auf diese Tests bestanden, nachdem Elon Musk in einem Podcast von Joe Rogan, ausgestrahlt am 6. September 2018, an einem Joint gezogen hatte. Das war zwar für sich genommen legal, aber daraus sind öffentliche Zweifel entstanden, ob SpaceX die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag legt, um Regierungsaufträge wie das Commercial Crew Programm zu bewältigen. Gerade den Transport von Crew hat man SpaceX ja lange Jahre nicht zugetraut. Der erste Crewflug, der war dann mit Demo 2 am 30. Mai 2020. SpaceX Crew Day, perfekte Überleitung. Diesen Mittwochabend startet der SpaceX Crew Day erneut. XM3 startet zur ISS. Mit dabei ESA-Projektastronaut Markus Wandt aus Schweden. Start um 23:11 Uhr unserer Zeit, also sehr gut machbar für einen Senkrechtvater Mo. Und da die Starts zur ISS on point losgehen, ebenso für euch gut zeitlich zu planen. Ich habe wieder kundige Unterstützung im Livestream, freut euch drauf. Den Stream, den verlinke ich euch unter dem Video. Wir wollen im Livestream unter anderem ein bisschen mehr über Mission Control, Lebenserhaltungssysteme und Raumanzüge sprechen. Die SpaceX Raumanzüge sind ja Maßanfertigungen für ihre Träger und wurden neben ihrer Funktionalität ja auch explizit mit einer futuristischen Optik von einem Kostümdesigner aus Hollywood mitgestaltet. Apropos Maßanfertigung, ich habe mir als Schiffbauingenieur natürlich selbst ein Boot gebaut. Meine 45er Füße passen aber mit Turnschuhen nicht in schlanke Kajaks. Beim Paddeln oder auf dem Rudergerät habe ich aber dann eben doch gerne Sohlen zwischen meinen Füßen und den Fußstützen. Mein Merino Barefoot, den trage ich mit der ultradünnen Kautschuksohle dann wie eine zweite Haut an den Füßen. Ja, und die weiße Sohle, die hinterlässt auch keine Streifen auf dem Teak oder Mahagoni. Wieder Kajakfahren hier in Hamburg auf der Alster, da warte ich noch auf den Frühling. Da ich bei Schnee und Eis aktuell draußen Wanderstiefel trage, switche ich im Büro und zu Hause dann auf meinen Merino Barefoot. Die Merino-Wolle innen schmeichelt schon beim Reinschlüpfen und zusammen mit dem Merino-Obermaterial sorgt die Wolle für eine hervorragende Temperaturregulierung. Keine kalten Füße trotz Barfußgefühl und am wichtigsten keine Turnschuh-Schweißfüße. Bestes Laufgefühl wie Barfußlaufen, nur ohne die Angst, in Klemmbausteine zu treten. Mit mittlerweile 4 Paaren plus Schuhen für meine Familie kann ich Gieslein-Schuhe uneingeschränkt empfehlen. Meine Schuhe, die findet ihr unter dem Video verlinkt. Die vergangene Woche hat eine Reihe von Überraschungen gebracht, war gar nicht so einfach zu priorisieren. Ich versuche mal einfach die Themen ineinander fließen zu lassen. Die Kommerzialisierung der Raumfahrt hat ja nicht erst SpaceX erfunden, das hatten vorher schon andere versucht. Auch die Idee für Wiederverwendung hatten vorher andere, aber SpaceX ist eben das Unternehmen, was dann halt abgeliefert hat. Abliefern wird auch Zeit für Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Obwohl älter als SpaceX hat er bekanntlich immer noch nichts in den Orbit befördert. Aber es könnte sein, dass 2024 als das Jahr in die Raumfahrtgeschichte eingeht, in dem sich die Erzählung langsam ändert. Angefangen mit dem Vulcan-Start diese Woche, da ist ja Blue tatsächlich an SpaceX vorbeigezogen, zumindest mit ULA zusammen. Mit dem B4 hat nämlich Blue noch vor SpaceX mit einem Methalox-Triebwerk erfolgreich etwas in den Orbit gebracht. Mit der Hilfe von ULA, aber das Triebwerk hat es eben gebracht. Dazu noch das erste in den USA entwickelte Raketentriebwerk, dem das mit gestufter sauerstoffreicher Vorverbrennung gelungen ist. Und da kommen wir zu einer weiteren Nachricht. Das BE-4 soll ja, wie wir wissen, die neue wiederverwendbare Orbitalrakete von Blue Origin antreiben.
Diese Woche bescherte uns da neue Bilder der Schwerlastrakete New Glenn. Und hier gilt dann einfach, sobald es Bilder von Hardware gibt, sollte man ein Programm ernst nehmen. Und wenn wir uns das so ansehen, sieht das alles ziemlich gut aus. Kein Vergleich mit der Schrottplatz-Ästhetik von Boca Chica und den frühen Starship-Prototypen. Aber im Gegensatz zum Starship, jetzt muss man mal sagen, das BE-4 hat auf seinem ersten Flug mit ULA ordentlich abgeliefert. Das ist mit Sicherheit eine extrem gute Nachricht auch für die Entwicklung der New Glenn-Rakete. Schließlich fliegt das Starship ja aktuell noch nicht erfolgreich. Bei der vielen Häme über die Schildkrötengeschwindigkeit von Blue Origin scheint es aktuell so, der Abstand zwischen der konventionell entwickelten New Glenn und dem agil entwickelten Starship, unabhängig davon, wer da jetzt zuerst einen Orbit erreicht, wird vielleicht gar nicht so groß werden. Was meint denn ihr? Wie groß wird der zeitliche Abstand zwischen der ersten erfolgreich gestarteten Nutzlast vom Starship einerseits und der New Glenn-Rakete andererseits? Schreibt mir gern und den anderen in den Kommentaren. Im Gegensatz zur Vision einer Marsstadt von Elon Musk träumt Jeff Bezos ja von riesigen Raumstationen. Programmatisch gut passend, Blue Origin will mit dem Orbital Reef für die NASA eine der neuen kommerziellen Raumstationen entwickeln. Beziehungsweise gebaut und betrieben werden diese Raumstationen ja eben gerade von Privatunternehmen und nicht der NASA, sondern die NASA kauft dann da Zeit oder Platz auf diesen Stationen ein. Ja, um das in Gang zu bekommen, erhalten diese Stationen aktuell natürlich NASA-Geld und NASA-Entwicklungssupport, ganz ähnlich zu Commercial Cargo und Commercial Crew. Und da gab es jetzt frisches Geld. Die NASA hat ihre Space Act Agreements mit Blue Origin, aber auch mit Voyager Space erweitert. Voyager Space entwickelt in einer Partnerschaft mit Airbus Defence and Space die Starlab-Station. Für mich sehr cool, das Hauptmodul baut Airbus in Bremen, da kann ich also relativ schnell mal für euch vorbeischauen. Voyager Space hat jetzt knapp 60 Millionen US-Dollar zusätzlich zu ihrer ursprünglichen Finanzierung von 160 Millionen US-Dollar erhalten. Dieses Geld, das findet für verschiedene Entwicklungsmeilensteine der Station Verwendung, sowie zur Aufrüstung des Cygnus Frachtraumschiffs von Northrop Grumman. Ja, ganz interessant, der Cygnus, der soll dann direkt mit der Station docken können, anstatt über einen Roboterarm zu docken, wie es ja bei der ISS momentan gemacht wird. Kommt euch vielleicht bekannt vor? Genau, der in Bremen gebaute ESA-Raumtransporter ATV, der konnte das lange vor SpaceX Dragon, wurde aber leider nie weiterentwickelt und schließlich eingestellt. Eine sehr spannende Ankündigung, wie ich finde, auf LinkedIn. Der ehemalige NASA-Chef Jim Bridenstine wird Boardmitglied bei Voyager Space. Angesichts seiner NASA-Kontakte sowie Erfahrungen mit Politik und Industrie auf jeden Fall eine mächtige Personalie. Apropos Raumfahrtpolitik, die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich verpflichtet, ein Luftschleusenmodul für das Lunar Gateway zu entwickeln. Ich hatte schon darüber berichtet, dass dies im Raum steht. Nun ist die Tinte unter dem Abkommen trocken. Die NASA und das Mohammed bin Rashid Space Center gaben am 7. Januar bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Crew- und Science-Airlock für das Gateway beisteuern werden. Das Modul sollte ursprünglich Russland liefern, das sich aus dem Artemis-Programm aber zurückgezogen hat. Dieses Modul wird den Besatzungen des Gateways ähnlich zum Quest Airlock auf der ISS Weltraumausstiege ermöglichen, sowie das Installieren und Bergen von externen wissenschaftlichen Nutzlasten. Die noch junge, aber extrem gut mit Geld und politischem Willen ausgestattete Emirati-Raumfahrt verfügt aktuell noch nicht über die Fähigkeiten, das Modul zu bauen. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass entweder Thales Alenia in Turin das Modul fertigen wird oder in einem Joint Venture in Dubai aufbaut. Mit ihrem Engagement wollen die Emirate natürlich einen Sitz. Als Teil der Vereinbarung erhalten die Vereinigten Arabischen Emirate in der Tat einen Sitz bei einer zukünftigen Artemis-Mission. Laut NASA soll das Airlock aber erst nach Artemis 6 starten, also wohl eher Anfang der 30er Jahre. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Die NASA hat die nächsten 2 Missionen des Artemis-Programms einschließlich der ersten Crew-Mondlandung um fast ein Jahr verschoben. Während einer Pressekonferenz am 9. Januar kündigte NASA-Administrator Bill Nelson an, dass Artemis 2, die erste Crew-Mission im Programm, die dann 4 Astronauten um den Mond schicken wird, von Ende 2024 auf frühestens September 2025 verschoben wird. Artemis 3, die erste Crew-Landung, wurde wiederum von Ende 2025 auf frühestens September 2026 verschoben. Ein zweites Problem betrifft Komponenten für das Lebenserhaltungssystem der Kapsel. Bei der Inspektion von Hardware für Artemis 3 wurden Fehler in einer Ventilschaltung festgestellt. Nach einer genauen Untersuchung wurde dann tatsächlich ein Konstruktionsfehler in genau dieser Schaltung festgestellt. Da diese Ventilelektronik in vielen Teilen des Lebenserhaltungssystems an Bord von Orion eine Rolle spielt, hat die NASA dann beschlossen, diese Elektronik auch bei Orion für Artemis 2 zu ersetzen, obwohl sie frühere Tests bestanden hatte.
Ein eventuell drittes Problem hat man mit dem Startabbruchsystem von Orion. Die Bewertung dieses Problems, die befindet sich noch in einer frühen Phase, deshalb kann ich euch dazu noch nicht viel mehr sagen. Die Verzögerungen von Artemis 2, die verschieben dann auch Artemis 3, was dann mehr Zeit für die Entwicklung des Human Landing Systems, also der Starship HLS-Version durch SpaceX und der Mondraumanzüge durch Axiom Space für diese Mission gibt. Aber selbst ohne die Verschiebung von Artemis 2 hätte die NASA vorgeschlagen, Artemis 3 zu verschieben. Die NASA nennt den Starttermin für Artemis 3 im September 2026 immer noch aggressiv. Denn sowohl bei Starship HLS als auch bei den Axiom-Raumanzügen sieht die NASA noch Entwicklungsbedarf. Während die NASA die Artemis 2 und 3 Missionen um je 10 Monate nach hinten verschiebt, beabsichtigt die ESA ihre Bauteile für das Programm, das heißt die europäischen Service-Module für Orion sowie IHAB und das für Halo beigesteuerte HLCS nach dem ursprünglichen Plan auszuliefern. So soll das ESM für die Artemis 3 Mission bereits jetzt im Mai diesen Jahres von Bremen ans Kennedy Space Center ausgeliefert werden. Gerade noch rechtzeitig für unsere News hat die NASA bekannt gegeben, dass das OSIRIS-REx-Team endlich Zugang zu den verbliebenen Gesteins- und Staubproben des Asteroiden Bennu bekommen hat. Die Proben, die von der ersten Asteroiden-Rückholmission der NASA stammen, sind wahrscheinlich unermesslich wertvoll, wenn sie tatsächlich Überreste aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren enthalten. Nachdem der Probenbehälter schon im September 2023 auf der Erde gelandet war, ist es den Ingenieuren im Johnson Space Center der NASA am 10. Januar endlich gelungen, die beiden letzten hartnäckigen Verschlüsse zu lösen. Dafür mussten extra neue Werkzeuge entwickelt werden, die speziell für den Einsatz im engen Raum der Handschuhboxen konzipiert und aus einem speziellen chirurgischen nicht-magnetischen Edelstahl gefertigt sind. Probenrückführungen von Asteroiden oder Monden, das ist durchaus sinnvoll, weil auf der Erde so viele verschiedene Analyseverfahren zur Verfügung stehen. Die chinesische Raumsonde Chang'e 6, die erste Mission, die Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes zurück zur Erde bringen soll, die ist nun im Raumhafen von Wencheng eingetroffen. Der Start der über 8 Tonnen schweren Sonde ist für Mai diesen Jahres auf einer Langmarsch 5 geplant. Chang'e 6 ist auch Teil des von China geführten Programms für eine internationale Mondforschungsstation, kurz ILRS. Ziel des Projekts, in den 30er Jahren eine permanente Mondstation zu errichten. China hat kürzlich ja erklärt, man wolle vor 2030 Astronauten auf den Mond bringen. Das macht den Amerikanern gerade richtig Feuer unterm Hintern. Ja, feurig wird's für die japanische Mars-Mission nicht so schnell. Wie die japanische Weltraumagentur JAXA jetzt bekannt gab, wird der eigentlich für dieses Jahr geplante Start der Martian Moons Exploration Mission, kurz MMX, nun erst 2026 starten. Die Mission soll den niedrigen Marsorbit erforschen und sogar Proben vom Marsmond Phobos zur Erde zurückbringen. Mit dabei der Rover Idefix, den die französische Raumfahrtagentur CNES und die deutsche Raumfahrtagentur MDLR zur Erforschung von Phobos entwickelt haben. Mit ein Grund für die Verschiebung der Mission, der erste Start der H3-Rakete, die ja auch MMX starten soll, war im März 2023 gescheitert. Der zweite Start der H3, der ist aktuell für den 14. Februar angesetzt. Neue Trägerraketen, das bringt uns zur ESA. Die ESA hat beschlossen, den europäischen Raketenstartmarkt für den Wettbewerb zu öffnen. Laut ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher gibt es keine Garantie mehr, dass die Ariane Group weiterhin Europas bevorzugter Startanbieter wird. Trotz zusätzlicher Mittel von Frankreich, Deutschland und Italien für das Ariane 6-Programm befindet sich die ESA in einer Raketenkrise. Ja, und wenn sie dann fliegt, werden die Fähigkeiten näher an einer Ariane 5 sein als an Raketen aus dem Jahr 2024. Achtung, nicht ganz ernst gemeint. Wenn man sich anschaut, dass die ESA im Jahr 2024 mehr als die Hälfte für Erdbeobachtung, Navigation und Konnektivität ausgibt, also nicht wirklich Space-Themen, und über 1 Milliarde für Transportation, ohne dass sie selbst transportieren kann, wäre vielleicht ein Namenswechsel angebracht zur European Earth Agency. Wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint. Für mich als Explorationsfan ist bei 11,2% Budget für menschliche und robotische Exploration natürlich Frust vorprogrammiert. Indiens erstes speziell für die Sonnenerforschung entwickeltes Observatorium Aditya L1 hat erfolgreich seine Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt 1 zwischen Erde und Sonne erreicht. Dieser Punkt liegt etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde in Richtung Sonne entfernt. Zu den wissenschaftlichen Zielen der Mission gehören unter anderem die Untersuchung der Beschleunigung des Sonnenwinds, koronale Massenauswürfe und die Dynamik und Temperatuраnisotropie der Sonnenatmosphäre. Hey, schwieriges Wort, muss ich erstmal nachgucken, was das bedeutet. Die ursprünglich geplante Lebensdauer der Raumsonde beträgt 5 Jahre, könnte aber verlängert werden. Auch in Indien gibt's New Space Raketen-Startups. Dieses Quartal soll erst einmal ein suborbitaler Start eines Technologiedemonstrators erfolgen. Später im Jahr soll dann die Agni-Baan-Rakete starten, die bis zu 300 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit tragen können soll. Das wäre vergleichbar mit der Electron von Rocket Lab.
Apropos Raketenstarts, war natürlich wieder eine feurige Woche. Los ging's am Montagmorgen mit dem Erstflug der neuen Vulcan Centaur von der United Launch Alliance. Die machte ihrem Ruf alle Ehre und hat weiterhin eine makellose Startbilanz in der Firmengeschichte. Wir haben uns das natürlich zusammen live angesehen und gemeinsam beim Start mit den vielen Ingenieuren und Technikern, die für den Erfolg dieses Starts verantwortlich waren, mitgefiebert. Start- und Feststoffbooster-Separationen liefen wie geplant und auch die nagelneuen BE-4-Triebwerke lieferten auf ihrem Erstflug ordentlich ab. Die Stufentrennung mit der neuen Centaur-Oberstufe in Doppel-RL-10-Ausstattung lief wie geplant. Ja, und auch das Wiederzünden als zentrale Fähigkeit für komplexe Missionen gelang. So konnte etwa 50 Minuten nach dem Start die Nutzlast in Richtung Mond geschubst werden. Zusätzlich gab es eine dritte Zündung für die RL-10-Triebwerke. Dieser Test, der ist wichtig gewesen für Missionen, die lange dauern, zum Beispiel für interplanetare Missionen, aber auch um Nutzlasten direkt in den geostationären Orbit zu drücken. Damit lief der Start für ULA wie geplant und kann wohlverdient als vollständiger Erfolg gewertet werden. Klar, gibt's dann schon irgendwie mehr Gaudi bei SpaceX Starship-Starts, wenn da einfach viele unvorhergesehene Dinge passieren. Technisch beeindruckt natürlich mehr so ein makelloser Erststart. Glückwunsch gehen raus an alle Beteiligten. Leider nicht so super lief's für den Peregrine Lander. Nach dem Aussetzen der Nutzlast schien erst alles okay. Das Raumfahrzeug, das trat in eine starke elliptische Umlaufbahn ein, die es mit kleineren Bahnkorrekturen dann in den kommenden Wochen zum Mond getragen hätten. Im Verlauf des Montags, etwa 6 Stunden nach dem Start, gab Astrobotic dann jedoch ein aktualisiertes Statement heraus. Nach erfolgreicher Aktivierung der Antriebssysteme erreichte Peregrine erst einen sicheren Betriebszustand. Danach trat jedoch eine Anomalie auf, die den Lander daran hinderten, eine stabile, sonnenorientierte Ausrichtung der Solarpaneele herzustellen. In einem späteren zweiten Statement gab Astrobotic dann eine Vermutung bekannt, dass wahrscheinlich eine Antriebsanomalie die Ursache für die unstabile sonnenorientierte Ausrichtung war und die Mondlandung bedroht sein könnte. Die Hiobsbotschaft folgte: Aufgrund eines Treibstofflecks wurde die Mondlandung unmöglich. Obwohl die Flight Controller improvisierte Manöver durchführten, welche die korrekte Ausrichtung herstellen konnten und so die Energieversorgung durch die Sonne gewährleisteten, bestand das Hauptproblem weiterhin im Antriebssystem der Sonde. Astrobotic hat auch ein Bild der Sonde veröffentlicht, auf dem ein Defekt in der Mehrschichtisolierung, kurz MLI, der Sonde zu sehen ist. Da der Peregrine Lander konstant Treibstoff leckt, muss mit Triebwerken konstant gegengesteuert werden, um die Orientierung zur Sonne und damit die Stromversorgung nicht zu verlieren. Der Treibstoff für diese konstanten Gegensteuerungen reicht jedoch nur noch bis Sonntagabend. Nachdem der Treibstoff dann aufgebraucht sein wird, besteht keine Möglichkeit mehr, die Orientierung zur Sonne zu halten. Kurze Zeit später wird dem Lander dann der Strom ausgehen, welches dann das Ende der gesamten Mission bedeutet. Großer Shoutout an die Firma Astrobotic, die zeitnah sehr offen die Probleme kommuniziert hat. Auch wenn die Landung auf dem Mond für Peregrine gestorben ist, wird man versuchen, so viele Weltraumerfahrungen wie möglich mit dem Lander zu generieren. Super schade für Astrobotic. Ein Kopf hoch geht raus an alle Beteiligten. Es sei darauf hingewiesen, dass das NASA-Programm für die kommerziellen Nutzlasten insbesondere höhere Risiken unterstützt und auch die NASA nicht davon ausgeht, dass alle Missionen gelingen werden. Also ein großer Shoutout auch an die NASA, dass sie diese Risiken eingeht. Die Missionen, die gelingen, die werden die Unternehmen und die Services aber massiv verbessern. Es sind 10 weitere kommerzielle Mondmissionen für die NASA in Planung. Als nächstes der Lander von Intuitive Machines, der im Februar auf einer Falcon 9 Rakete starten soll. Am 9. Januar hat China mit einer Langmarsch 2C vom Satellitenstartzentrum Xicheng im Südwesten Chinas seine Einstein-Sonde gestartet. Das Weltraumteleskop, das ist auf Röntgenstrahlen von kurzlebigen, gewaltigen kosmischen Phänomenen wie das Auseinanderbrechen von Sternen in supermassiven schwarzen Löchern und Supernovae spezialisiert. Ein Schlüsselmerkmal der Mission ist das Wide Field X-Ray-Teleskop, das mit neuartiger Hummeraugenoptik ausgestattet ist. Dieses ermöglicht es dem Teleskop, Röntgenereignisse tiefer und breiter zu erfassen, als das bisher möglich war. Die ESA ist auch beteiligt. Neben Tests und der Kalibrierung der Detektoren und optischen Elemente werden auch ESA-Empfangsanlagen für den Datendownload von der Einstein-Sonde beteiligt sein. Die ESA wird im Gegenzug für ihre Beiträge zur Mission Zugang zu 10% der von der Einstein-Sonde generierten Daten erhalten. Ein weiterer chinesischer Start war am Donnerstag, der 11. Januar. Von Jinquan ist eine Kuaizhou 1A gestartet. An Bord mit Tianxing 1, ein experimenteller Satellit.
definitiv eine Überraschung. Der Sea-Launch der Gravity One Rakete, die hat auf ihrem Erstflug auch direkt den Orbit erreicht. Das erst 2020 gegründete chinesische Raketenstartup Orion Space hatte ein bisschen Hilfe von staatlicher Raumfahrt. Trotzdem beachtliche Leistung für die mit 4 Feststoffboostern doch sehr eigenwillig aussehende Rakete. Mit 6,5 Tonnen in den Leo auch definitiv kein Spielzeug, sondern eine ausgewachsene Rakete. Zum Vergleich, die europäische Vega hat knapp 2 Tonnen in den Leo. In Japan ist am Freitag eine H2A erfolgreich gestartet, an Bord ein japanischer Aufklärungssatellit. Und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollten auch 2 Starlink-Starts erfolgt sein, einer von Vandenberg und einer von Cape Canaveral. Bevor wir uns die nächste Woche anschauen, sei hier wieder allen Menschen gedankt, die durch ihre regelmäßige monetäre Unterstützung den Kanalbetrieb sichern. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. War wieder eine sehr aufregende, volle Woche, daher die Commons-Starts wieder nur im Schnelldurchgang. Am Dienstag, 16. Januar, startet eine Falcon 9 mit Starlinks von Vandenberg. Am Mittwoch, 17. Januar, startet eine Lange Marsch 7 von Wing Chang und an Bord befindet sich das Frachtversorgungsraumschiff Tianzhou 7 für die chinesische Raumstation. Auch am Mittwoch, später Abend, 23:11 Uhr deutscher Zeit, startet SpaceX für Axiom den Crew Dragon zur ISS. Link zu meinem Livestream, den gibt's auch unter dem Video. Den Wochenabschluss dann vermutlich am Donnerstag, 18. Januar mit einem Elektron-Start von Neuseeland. An Bord befindet sich der Satellit NorStar 1. Eine Elektron mit roter Markierung. Genau, das heißt, es ist wieder Zeit für eine Bergungsmission. Die Firma Rocket Lab hat ja einen Weg gefunden, die Elektron durch den Wiedereintritt zu bekommen und plant auch ganze Erststufen wiederzuverwenden. Hier geht noch einmal ein Shoutout an die Firma Giesmann, die euch heute dieses Video präsentiert hat. Unter dem Video findet ihr einen Link zu meinem Merino-Schuh und noch vielen weiteren Produkten. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sehr gleich bleiben. Dein Mau.